Wer kennt sie nicht? Die fairen Mangoprodukte von Preda. Mit diesen beweist die Kinderschutzorganisation eindrücklich, wie ihr fairer Handel mit Mangos auf den Philippinen mehrfach wirkt. Durch Zahlung fairer Preise an Kleinbauern schafft Preda Perspektiven auf dem Land. Dies verhindert Landflucht und durchbricht einen Armutskreislauf, der für viele in den Slums von Manila endet, für Kinder oft auf der Straße oder in der Zwangsprostitution. Zugleich nutzt Preda den fairen Handel zur Kampagnenarbeit und Finanzierung ihrer Sozialprogramme für philippinische Kinder. Was macht das? Das macht dann 14,50 € bitte. Wir wollen mehr darüber erfahren, was hinter Produkten wie den Mango Monkeys steckt. Dazu machen wir uns auf den Weg. Von einem Weltladen in Deutschland hin zum Ursprung der Mangos, auf die Philippinen. Hier am See Mapa Nuepe, auf der philippinischen Hauptinsel Luzon, leben sehr abgelegen noch viele Menschen der Bevölkerungsgruppe der Aita, dem Urvolk der Philippinen. Thomas Heuer, Vorstand der Fairhandelsgenossenschaft DWP, Steffen Rehse, Geschäftsführer von Naturland und Donat Angeles, Bioprojektleiter von Preda, machen sich auf den Weg über den See, um die Aita zu besuchen. Als Geschenk mit Symbolkraft haben sie junge Mangobäumchen im Gepäck. Sie sind gespannt auf die Begegnung mit den Bauern, die als erste auf den Philippinen Bio-Mangos geerntet haben. Auch interessiert sie, was die naturverbundenen Aita über den ökologischen Anbau denken. Und was stellen sie sich wohl unter einem fairen Handel vor? Dem vollgepackten Wasserbüffel ist dies alles egal. Er geht unbeirrt seinen Weg zum Dorf Lumibao. Hier scheint die Welt zwar sehr einfach, aber doch noch in Ordnung. Kinder spielen ungeniert und fröhlich, trotz ihrer Armut. Die 200 Aita-Familien leben hier noch traditionsgemäß in auf Stelzen gebauten Bambushütten. Im Schatten der Mangobäume haben sich inzwischen rund 60 Familien versammelt. Sie sind diejenigen im Dorf, die bisher im Bioprojekt von Preda und DWP mitmachen. Preda kauft von ihnen alle Biomangos und exportiert diese, zu Mangopüree verarbeitet, an DWP. Interessiert lauschen alle den Erläuterungen von Predas Bioberatern Sean und Roger. Es geht um komplexe Notwendigkeiten des Bioanbaus. Da bleibt manch fragendes Gesicht. Besonders freut man sich heute über die Gäste aus Deutschland. Sie haben fertige Mangoprodukte mitgebracht. Die Bauern sind überrascht und stolz zu sehen, wofür ihre Mangofrüchte verwendet werden. Donat erklärt begeistert, dass unzählige Fairhandelskunden in Europa diese Produkte lieben und daher regelmäßig kaufen. Ein gemeinsames Festmahl darf nicht fehlen, als Dank an die weit gereisten Besucher. Natürlich weckt das auch das Interesse der Jüngsten. Es gibt Reis mit Hühnchen, traditionell auf offenem Feuer gekocht und in Bambusrohren zubereitet. Die Freude über diesen Tag ist auch beim Essen überall zu spüren. Frisch gestärkt geht es nun an die Ernte der Mangobäume. Wie aber in die bis zu 40 Meter hohen Bäume kommen? Für die jungen, muskulösen Aita kein Problem. Mit viel Geschick pflücken sie mit einem langen Bambusstab mit Netzkorb die Mangos vom Baum und das in schwindelerregender Höhe. Der gefüllte Korb wird eilig heruntergelassen und von Familienmitgliedern zur Sammelstelle gebracht. Gekonnt wird jede gepflückte Mango in einen Rattankorb geworfen, denn jede einzelne hat, im Gegensatz zu früheren Jahren, inzwischen ihren Wert. Geerntet werden die Mangos noch grün, 8 Tage vor ihrer endgültigen Reife. Dann besitzen sie schon ihr intensives Aroma
ohne Gefahr zu laufen, bis zu ihrer Verarbeitung zu verderben. Die Aita ernten sowohl die längliche, sehr süße Carabao als auch die erfrischende Sorte Pico. Beide sind als Mischung Hauptbestandteil aller Bio-Mango-Produkte von DWP. Mit Hammer und Nägeln bewaffnet, markieren Sean und Roger aufwendig Tausende der ökologisch bewirtschafteten Mangobäume. Anschließend wird der Standort der Bäume in einer Landkarte für die jährliche Biokontrolle dokumentiert. Preda setzt auf Transparenz, auch beim Wiegen. Die Aita können vor Ort ihr Erntegewicht prüfen. Anschließend erhalten sie den vereinbarten fairen Preis für ihre frischen Bio-Mangos, bar auf die Hand. Ein voller Korb mit 20 Kilo frischer Bio-Mangos, unabhängig von Größe und Aussehen, bringt gut 4 Euro ein, etwa das Doppelte, was die Aita anderswo erhalten würden. Heute konnte Susan Kohig ihre Ernte an Preda verkaufen. Als gewählter Häuptling ihrer Aita-Dorfgemeinschaft geht sie im Bioprojekt mit gutem Beispiel voran. Vor ihrer Hütte erklärt sie den Besuchern Donat und Steffen, dass Preda schon früher ihre Dorfmitglieder im Rechtsstreit gegen Bergbauminen sowie beim Bau eines Wasserreservoirs unterstützt habe. Die entscheidende Lebensverbesserung für ihr Dorf sei aber mit Predas Nachfrage nach frischen Mangos und dem Einstieg in den Bioanbau gekommen. Sie und die anderen hielten bis dahin einen fairen Handel für unvorstellbar. Einen, der ihr heute und für die kommenden Jahre hohe Preise für ihre Bio-Mangos garantiert. Vom Aita-Dorf gelangen die Mangos auf beschwerlichem Weg zur Weiterverarbeitungsanlage der Firma Profood. Hier wird unter Hochdruck gearbeitet und zuerst nach Größe und Qualität aussortiert, denn die täglich eintreffenden frischen Mangos müssen rechtzeitig vor deren Überreife verarbeitet werden. Danach werden die Mangos von flinken Männerhänden mit viel Geschick geschält. Profood zahlt seinen Festangestellten gute Löhne und bietet hohe Sozialleistungen. Damit ist Profood, trotz seiner erreichten Größe, ein idealer Partner für Preda. Seit 1993 werden hier Mangos sorgfältig geschält und in Streifen geschnitten. Durch einen aromaschonenden Trocknungsprozess entstehen die von vielen heißgeliebten, getrockneten Mangos. Dabei ist ein besonderes Fruchterlebnis garantiert. Stecken doch in 100 Gramm getrockneten Mangos zwischen 800 und 1200 Gramm frische Mangos. Ein weiterer Bestseller ist das reine Mango-Fruchtpüree. Abgefüllt unter höchsten Hygiene- und Qualitätsstandards und aseptisch verpackt in 220 Kilo Fässern, ist es Hauptbestandteil vieler aromatischer Mangoprodukte von Preda und DWP sowie vielen Saftkältereien in Deutschland. Aber was wären all diese fair gehandelten Preda-Produkte ohne Pater Sheikh Callum? Seit der Gründung des Kinderschutzzentrums im Jahre 1974 ist er berühmt als das Gesicht von Preda. Für viele ist der gebürtige Ire ein Visionär, der als erster wichtige Kampagnenarbeit mit dem Verkauf fair gehandelter Produkte verband. Sein unerschrockener und erfolgreicher Einsatz für Kinderrechte auf den Philippinen ist einmalig und verschafft Preda weltweite Anerkennung und Unterstützung für die vielfältigen Sozialprogramme. Eines dieser erfolgreichen Programme ist der Unterhalt eines Kinderschutzzentrums für sexuell missbrauchte Mädchen. 2013, teilweise mit deutschen Regierungsgeldern neu erbaut, haben derzeit 30 Mädchen im Alter zwischen 7 und 18 Jahren dort ein neues, behütetes Zuhause gefunden. Betreut werden sie von 16 ausgebildeten Fachkräften. Heute wird mit den Mädchen über sexuelle Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung gesprochen. Missbraucht von Sextouristen, Pädophilen oder den eigenen Eltern reichen die seelischen Wunden der Mädchen sehr tief. Umso wichtiger, dass sie bei Preda eine neue Familie finden. Eine, die ihnen bei der Bewältigung ihrer traumatischen Vergangenheit hilft. Dabei spielt die sogenannte Schreitherapie eine wichtige Rolle. Sie wird begleitet von einer erfahrenen Psychotherapeutin.
Sie ist Trost für die Kinder, wenn sie sich zweimal wöchentlich ihre Ängste und schrecklichen Erlebnisse von der Seele schreien. Die regelmäßige Erinnerung an den Missbrauch und das Herauslassen von ungezügelten Gefühlsausbrüchen helfen den Mädchen, allmählich ihr Trauma zu überwinden. In dieser harmonischen Umgebung können die Mädchen ihre bis dahin oftmals nicht gekannte Kindheit in beschützter und ruhiger Umgebung ausleben. Endlich ein Leben in Würde und mit bisher ungekannter Wertschätzung. Hier erlernen sie ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl und die Übernahme von Verantwortung. Wesentliche Bausteine für ihr neues Leben und eine Zukunft außerhalb von Preda. Die 17-jährige Cema war für 2 Jahre in Predas Obhut. Ihr Bericht über das, was ihr angetan wurde und wie Preda ihr half, steht stellvertretend für viele Mädchen. Die dramatische finanzielle Lage meiner Eltern in der Provinz Negros führte mich im Alter von 13 Jahren zu meiner Tante nach Olongapo City. Sie versprach meinen Eltern, für Unterhalt und Schulkosten aufzukommen. Doch schon nach kurzer Zeit begann mein Onkel, mich einzuschüchtern und sexuell zu missbrauchen. So floh ich aus dem Haus meines Onkels nach Angeles City. Dort griff mich ein Barbesitzer auf und zwang mich zur Prostitution in seinem Nachtclub. Eines Nachts kamen 2 Fremde, die mich aus dieser Situation gerettet haben. Sie fragten den Barbesitzer, ob sie mich in ein nahegelegenes Restaurant einladen könnten. Dort angekommen, erklärten sie mir, dass sie von Preda kämen und mir helfen wollten. Natürlich ging ich mit ihnen mit. Bei Preda fand ich Schutz und Geborgenheit. Außerdem machte ich monatelang die harte Schreitherapie durch. Diese und Pater Shea haben mir sehr geholfen. Nun kann ich auch wieder über meine Vergangenheit reden. Unmenschliche, völlig überfüllte Gefängnisse oder davon kaum unterscheidbare, gefängnisähnliche Jugendanstalten. Aus solch schrecklichen Verhältnissen Kinder und Jugendliche zu befreien, dies liegt Predas Sozialarbeitern besonders am Herzen. Einer dieser von Preda befreiten Jungen ist der inzwischen 18-jährige Juanito. Einmal im Monat besucht er seine Verwandten in einem Slum von Manila. Begleitet wird er dabei von Joan. Sie hält den Kontakt zu den Eltern und Verwandten der ehemaligen Gefängniskinder, die von Preda betreut werden. Dieser verantwortungsvolle Job verlangt ihr alles ab. Denn völlig verarmte Zustände in beengten Behausungen, wie von Juanito und seiner Großmutter, sind auch für sie kaum zu ertragen. Aber wie ihr Vorbild, Pater Shea Cullen, glaubt auch sie an eine bessere Zukunft ihrer Schützlinge. Selbst ohne eigene Familie betrachtet sie jeden der betreuten Jungen wie ihren eigenen, für den sie alles gibt. Jedem einzelnen Jugendlichen Wertschätzung entgegenzubringen, ist Preda extrem wichtig. Dies verspüren auch die 42 Jugendlichen, die zuletzt aus Gefängnissen und staatlichen Jugendanstalten herausgeholt wurden und denen sich Preda derzeit annimmt. Im Jungenheim von Preda haben sie ihr neues Zuhause gefunden. Gebaut für bis zu 100 Jugendliche, wurde das Heim teilweise aus Spenden der Gefängniskinderkampagne des Vereins Tatortstraßen der Welt finanziert. Betreut von 14 Sozialarbeitern erholen sich die Jungen von den schrecklichen Erlebnissen in den Gefängnissen nur langsam. Dort waren sie für Monate weggesperrt, meistens aufgrund von Bagatelldelikten oder weil sie als Straßenkinder den Geschäftsleuten lästig waren. Mit dem angebotenen Schulunterricht bietet Preda den Schützlingen neue Chancen auf einen Einstieg in ein geregeltes Arbeitsleben. Durch freiwillige, leichte Gartenarbeiten in der eigenen Baumschule will Preda zudem Bewusstsein für Umwelt- und Tierschutz schaffen.
Das Wichtigste am fairen Handel ist die großartige Unterstützung von Freiwilligen in den Weltläden. Sie verteidigen die Rechte von Kindern, denen wir helfen. Sie setzen sich für ausgebeutete Bauern ein, für die extrem arme indigene Bevölkerung, die keine Perspektive mehr hat. Daher ist es so wichtig, auch diese arme Bevölkerungsgruppe zu unterstützen. Der faire Handel bringt natürlich Einnahmen. Es ist Handel. Es geht darum, Geschäfte zu machen, aber saubere Geschäfte. Daher ist es so wichtig, dass wir jeden Profit, den wir durch den fairen Handel erzielen, zur Unterstützung der Ärmsten der Armen einsetzen. Mein Zukunftstraum ist, die sehr wichtigen Programme von PREDA auszuweiten und weiterzuentwickeln. Mit unserer Arbeit waren wir bisher sehr erfolgreich, worüber wir sehr froh sind. Nun haben wir die große Hoffnung, noch mehr für die Opfer eines schrecklichen und bösen Handels zu leisten. Ein böser Handel, bei dem es um Menschenhandel und Sexsklaverei geht. Wir wollen diesen schlimmen Kreis durchbrechen. Wir wollen die Regierung dazu drängen, ihr bestehendes System zu verändern, sodass es keine Kinder hinter Gittern mehr gibt. Kein willkürliches Wegsperren von Straßenkindern, Mädchen und jungen Frauen. Wir möchten diesen eine bessere Zukunft ermöglichen und wir wollen viel mehr Menschen aus ihren schlimmen Situationen befreien. Gleichzeitig möchten wir die Beziehungen zu unseren Überseepartnern sowie die Netzwerkarbeit mit unseren Freunden im fairen Handel ausbauen. Damit erreichen wir eine starke internationale Solidarität für unsere Menschenrechtsaktivitäten, insbesondere den Kampf für Kinderrechte und für alle Kleinbauernfamilien. So kann jeder zur Verwirklichung des Traums beitragen, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen. Aufgrund zurückgehender Spendenunterstützung muss Pater Sheikh Cullen seine Sozialprogramme immer mehr mit den Verkaufserlösen aus dem fairen Handel mit Mangos finanzieren. Daher ist es für ihn so wichtig, in der Ravensburger Fairhandelsgenossenschaft DWP eine zuverlässige Partnerin zu haben. Zumal der Umsatz mit PREDA-Produkten dort auch stetig wächst und DWP zusätzlich wichtige Kampagnenarbeit leistet. Das breite Sortiment an fair gehandelten Mangoprodukten aus der Kooperation von DWP und PREDA umfasst inzwischen fast 20 Artikel. Von getrockneten Mangos über Fruchtgummiäffchen bis hin zur Fruchtsoße. Unzählige Mango-Fans schätzen seit langem diese Vielfalt, gepaart mit hoher Produktqualität. Ja, PREDA und DWP, das ist mehr als eine Geschäftsbeziehung. Das ist eine langjährige Freundschaft, die 1993 schon begann. Seitdem sind wir nicht nur der größte Verhandelspartner von PREDA, sondern wir unterstützen PREDA auch in Kampagnen. Wir importieren jährlich Waren, die aus 1000 Tonnen frischen Mangos gefertigt werden. Und wir unterstützen PREDA vor allem in der Bewusstseinsbildung und in der Lobbyarbeit für Menschenrechte und gegen Sextourismus. Und das haben wir geschafft mit vielen Produkten. Wir haben dadurch auch viele Freunde und Netzwerkpartner gefunden, die Kindernothilfe, Missio, Miserio, den Tatortverein in Köln, der mit seinen Tatortkommissaren seit 1998 schon PREDA unterstützt und viele, die in Deutschland nun PREDA-Produkte einsetzen. Und deswegen ist es für uns ganz was Besonderes zu sagen, wir setzen uns hier ein, nicht nur für ein Verhandelsprodukt, nicht nur für Kleinbauern, sondern wir unterstützen ganz gezielt auch die sozialen Tätigkeiten von PREDA. Dass DWP auch in Deutschland bewusst soziale Verantwortung übernimmt, beweist sie durch die jahrelange beispielhafte Kooperation mit der Bruderhausdiakonie. In deren Werkstätten füllen Menschen mit psychischen Erkrankungen diverse Produkte für DWP ab. So auch mit großer Sorgfalt Mango-Kokosbällchen. Zu 100% auf den Philippinen hergestellt, verpackt von der Bruderhausdiakonie in Ravensburg. Und damit rundum fair. Sehr erfolgreich hat sich auch die Zusammenarbeit mit Streuobstinitiativen von BUND und NABU entwickelt. In verschiedenen Regionen Deutschlands wird nun Apfelsaft sogenannter Aufpreisprojekte mit fair gehandeltem Mangopüree vermischt. Das Ergebnis? Ein global sinnvoller Apfelmangosaft aus fairem Handel. Zur Idee des fairen Handels von DWP gehört auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit durch Medienberichte, eigenem Infomaterial und Vorträgen. Dies gilt auch für die Vernetzung mit Gleichgesinnten, wie mit dem befreundeten Verein Tatort Straßen der Welt. Während Dreharbeiten zu Tatort Manila wurden 1997 die Schauspieler Klaus J. Behrendt und Dietmar Beer mit den schrecklichen Zuständen philippinischer Kinder konfrontiert. Sie waren von den Erfahrungen erschüttert
und wollten nicht tatenlos bleiben. Als Folge gründeten sie zusammen mit Joe Bausch 1998 ihren Verein, mit dem sie sich seitdem für die Kinderrechtsarbeit von Preda engagieren. So berichten sie auf publikumswirksamen Veranstaltungen über Predas Arbeit, sammeln eifrig Spenden und werben dazu passend für fair gehandelte Mangoprodukte von Preda und DWP. Ganz klar, der Kauf von Preda Mangoprodukten bietet mehr als nur ein faires Genusserlebnis. Jeder Einkauf unterstützt die Mangobauern durch faire Preise und Predas unersetzlichen Einsatz für Kinderrechte. Heute und in Zukunft.